Wir Deutsche sind wahre Europameister im Grillen. 250.000 Tonnen Grillkohle verbrennen wir pro Jahr. Aber achten wir eigentlich darauf, woher die Grillkohle kommt, die wir verfeuern? Wir fragen bei den HessInnen nach. Also ich beschäftige mich tatsächlich nicht mit dem Hersteller so sehr. Ich kaufe das eigentlich da, wo ich gerade bin oder wo ich halt gerade einkaufen gehe. Da guckt man natürlich direkt erstmal auf das Biosiegel. Würde man dann wahrscheinlich den anderen vorziehen. Ob im Endeffekt das dann so nachhaltig ist, wie es versprochen wurde, weiß man nicht. Also auf der einen Seite spendet man für einen Regenwald und für einen Tropenwald, aber auf der anderen Seite vernichtet man es. Also ist schon wahnsinnig. Tropenholz ist eines der großen Probleme bei der Herstellung von Grillkohle. Herausgefunden hat das der WWF. Sie machen seit vielen Jahren regelmäßige Marktanalysen. Verbessert hat sich in den vergangenen Jahren kaum etwas. Johannes Zahnen ist Experte für Holz und Holzprodukte. Bei Grillkohle müssen wir wirklich sagen, das Risiko für Illegalität ist groß. Wir haben bei den Analysen, die wir durchgeführt haben, jedes Mal um die 40% Tropenholz gefunden. Und wir haben einen sehr hohen Anteil gefunden an Produkten mit falschen Deklarationen. Aber das ist längst nicht alles. Der Grillkohlemarkt hat weitere Schattenseiten. Also wir haben bei der Grillkohle wirklich eine ganze Menge Probleme vereint. Vom Thema Klima, Artenvielfalt, die in Bedrängnis kommt durch die Entwaldung. Und haben dann aber auch noch, wenn es aus kritischen Ländern mit Korruption, illegalem Holzhandel stammt, eben die Verbindung zur organisierten Kriminalität, die gerade in Ländern in Osteuropa oder insbesondere auch in Nigeria eine große Rolle spielt. Denn es ist bekannt, und Interpol hat darüber auch schon berichtet, dass bewaffnete Gruppen, Terrorgruppen wie Al-Shabaab, den Grillkohlehandel in Nigeria fest kontrollieren. Aber wie kann das sein? Auf den ersten Blick kommt unsere Grillkohle zu 37% aus Polen. Schaut man genauer hin, ist das aber ganz anders. Polen ist lediglich der Umschlagplatz für Grillkohle aus aller Welt. Bei uns liegt die Ukraine als Produktionsort ganz weit vorne. Die Ukraine, das ist das wichtigste Produzentenland für europäische Grillkohle, hat schon immer ein großes Problem mit Korruption und auch illegalem Holzeinschlag. Wir waren vor Ort, wir haben gesehen, dass Buchenstämme aus dem Schutzgebiet direkt am Rand vom Weltnaturerbe Wald in den Karpaten hier geschlagen wurden. Ein Teil der Grillkohle kommt auch aus sogenannten Entwicklungsländern zu uns. Dann hatten wir Nigeria als Lieferant für Grillkohle, Namibia, Paraguay, Kuba, auch Russland war dabei. Also wirklich eine sehr bunte Mischung aus Herkunftsländern, die für uns die Grillkohle produzieren. VerbraucherInnen bemerken beim Verbrennen der Grillkohle kaum Unterschiede. Aber es gibt jemanden, der im Labor feststellen kann, woher das Holz für die Kohle stammt. Zum Beispiel, ob Tropenholz in der Grillkohle steckt. Er ist der Spezialist in Sachen Grillkohle, Volker Haag vom Thünen-Institut in Hamburg. Man spricht auch vom anatomischen Fingerabdruck und genauso wie der genetische Fingerabdruck bietet die Holzanatomie, also die Holzstruktur, die Möglichkeit, über die strukturellen Merkmale die Holzart oder die Gattung abzuleiten. Seit vielen Jahren arbeiten Johannes Zahnen und Volker Haag zusammen. Über 1000 Kohlestücke hat Volker Haag schon für den WWF untersucht. Mit einem 3D-Mikroskop stellt er Spektralstrukturanalysen der Kohle her. Diese Analysen vergleicht er dann mit Proben aus der Datenbank des Instituts. So kann er feststellen, ob die Holzkohle aus Tropenholz hergestellt wurde. Das genaue Herkunftsland zu ermitteln, ist allerdings fast unmöglich. Das wissen die wenigsten Menschen, dass die anhaltend hohe Entwaldungsrate, die wir haben, in unglaublich großem Ausmaß zum Klimawandel beiträgt. Denn die Entwaldung ist die zweitgrößte CO2-Quelle, die wir nach der Industrie haben. Der WWF fordert seit Jahren eine Deklarationspflicht für die Herkunft der Grillkohle. Denn bisher ist der Grillkohlemarkt völlig unkontrolliert. VerbraucherInnen haben es daher nicht leicht. Und die Siegel geben nur einen kleinen Hinweis.
Wenn Holzkohle kaufen, dann am besten auf Siegel achten, die für eine gute Herkunft des Holzes stehen und überwachen. Da ist zum Beispiel das FSC-Siegel, das am meisten verbreitete Siegel, ist aber nicht so streng wie das Naturlandsiegel, was wir hier haben. Das ist unter den 3 großen Siegeln das strengste und am wenigsten streng, aber immer noch ein Indiz für eine kontrollierte Herkunft ist das PEFC-Siegel. Also auf diese 3 Siegel kann man achten, wenn man Holzkohle kaufen möchte. Ökotest hat im vergangenen Jahr verschiedene Grillkohlen getestet. Das Ergebnis war gar nicht so schlecht. 11 von 18 getesteten Produkten können wir empfehlen. Sie stammen aus verlässlichen Quellen, die Herkunft ist geklärt und das Grillergebnis im Labortest war außerordentlich gut. 2/3 der Holzkohle und Briketts haben mit sehr gut abgeschnitten. Zum Beispiel die Holzkohle von Profagus, Namibia Barbecue von Aldi, Grillkohle von Edeka und Nero Grillbriketts. Die sehr gut getestete Grillkohle von Aldi stammt aus einem Projekt der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ aus Namibia. Bei dieser Holzkohle, die stammt aus Namibia, ist ein Beispiel dafür, dass tropisch nicht immer schlecht sein muss, subtropisch nicht immer schlecht sein muss. Die Holzkohle wurde aus einer Akazienart gewonnen, die dort das Weideland zuwächst. Also im Grunde schützt dieses Projekt dort das Weideland vor Verbuschung. Man hat also eine absolute Win-Win-Situation. Durch das Projekt in Namibia gewinnt man den Lebensraum für Leoparden und Elefanten zurück. Weitere empfehlenswerte Alternativen sind zum Beispiel diese Grillbriketts aus Bambus, ein Ökoprodukt aus Kokos sowie diese Olivenkernbriketts. Sie haben auch im Praxistest überraschend gut abgeschnitten. Das sind Abfallprodukte. Das ist natürlich für die Umweltbilanz viel besser, als frisches Holz zu Kohle zu verarbeiten. Wer klimabewusster grillen möchte, kann auch auf den Gasgrill oder den Elektrogrill ausweichen. Tatsächlich empfehlen Experten wie das Umweltbundesamt, zum Elektrogrill zu greifen. Aber es kommt nicht nur auf das Gerät an. Sie machen ihr Grillen auch nachhaltiger, wenn Sie zum Beispiel Gemüse grillen statt Fleisch. Wenn es Fleisch sein soll, dann eher Schwein als Rind, weil Rindfleisch ist tatsächlich die Sorte Fleisch, die das Klima am meisten belastet. Wer aber das archaische Element Feuer liebt, sollte sich zumindest genau informieren, woher die Grillkohle kommt und zu den ökologisch sinnvollen Alternativen greifen, die zum Beispiel bei Ökotest mit sehr gut abgeschnitten haben.